Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Reim. Ihr habt richtig gehört, Reim seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es auf der ganzen Welt gibt. Habt ihr das verstanden? Ja, sehr gut. Ja. Einmal ganz kurz abonnieren drücken. Ich weiß, es haben einige noch nicht gemacht und ihr macht das ganz fleißig, so wie es gerade hier gebimmelt hat, denn wir sind mittlerweile sogar schon über die 27.000. Ich streiche es von hinten. Okay. Ja, folgendes, Leute. Hier ist aber noch ein bisschen Schlafmütze. Da dürft ihr auch noch definitiv followen auf Instagram. Das ist unten in der Beschreibung drin. Auch bei Dana. Ihr kennt Dana ja mittlerweile. Ich habe dich gar nicht introduced. Das ist mir gerade aufgefallen. Ja. Schon Standard. So, Alter wir wollen kein Hase Radio schon. hören, sondern der Timer hat sich verändert von 10 auf 15 Minuten und ist auch nun Richtwert. Ich werde mich nicht streng danach richten, aber es ist ein Hinweis für mich ungefähr, wo wir sind in dem ganzen Ding, weil sonst verrenne ich mich. Aber ich glaube, wenn ich hier mit Dana sitze, dauert es sowieso länger, weil sie ja dann auch noch ein paar Sachen sagt, so fashionmäßig. Sonst kann ich das ja auch verstellen auf... Oh, Nee, 15 ist schon gut, dann sehen wir ja, wie weit wir sind, so. jetzt weiß ich nicht, wie man zurückdrückt. Geht's los. Bei 14 Minuten. Jetzt dreht sich das halbe Video darum, wie ich versuche hier... Auf jeden Fall checken wir heute einen K-Pop-Klassiker ab aus dem Jahre 2015. Ja. Und zwar die Band Group. Es ist halt einfach so ein Sprachgebrauch drin. Die Gruppe, ich weiß... Na gut. Die Gruppe 4 Minute, ja, weil im Deutschen sagst du ja auch Band, auch wenn Ja, du nicht die deswegen, Gruppe man meinst. sagt irgendwie immer Band, aber... Ja. Gut, ja. aber wir sind mal komplett politisch korrekt hier und sagen die Group 4 Minute mit dem Song Crazy. So, es gab keinen Untertitel damals. Deswegen nehmen wir es mal so mit. Ach, gucke mal, da wird ganz kurz eingeblendet, wem ihr jetzt auf Instagram folgt. Also, Was ich gut finde schon mal, sorry, die tragen Hüte mit ihrem Namen drauf, heißt, wir können sie locker unterscheiden. Es gibt keine Verwechslung, solange sie die Hüte tragen. ja gut, das werden sie jetzt nicht die ganze Zeit anhaben, aber wir können ja hier schon mal lunzen. Hyuna. Das Hyuna. ist ein schöner Name. Soyeon, Soyeon, Ji- Jiyoon. Jiyun und Gayun. Richtiger EDM-Auftakt. Okay, also richtig Rap gerade. Hörst du laut genug? Ja, Echt? ja. Hier, ich dachte, es wäre so ein EDM-Auftakt, aber wir sind in so einen Rap reingerutscht. Also wir hören den Subbass komplett durchlaufen. Ich höre dir zu. Ja, und wir haben ein harmonisches Instrument, das so, ja, ich sag mal, bläsermäßig klingt, so dies. Das ist halt Sounddesign irgendwas. Kleiner Drumfill in hier als Überleitung in den nächsten Part. Da wird das mal wenigstens noch angekündigt. Ich habe gerade ein paar Songs gehört. Oder den einen Song gehört, der gerade in den Charts ist, von diesem einen Typen mit der Kappe. Nee, aber könnte auch jemand anderes sein. Also bei dem Samra und Kapital Bra Ding war das gerade, das war irgendwie so richtig langweilig produziert. Könnt ihr auch mal die Reaction reinschauen übrigens. Da waren keine Übergänge. Hört man das überhaupt, wenn ich das so sage? Ich höre das gerade nicht. Also es ist ein Drumfill-In, man hört es vor allem auf dem rechten Ohr, das macht so... Ach so. Vor allem, man hört es auch eben nur rechts. Und es ist schon leise, also schon sehr im Hintergrund. Ja. Das ist ja richtig Skrillex-Sound. So Dubstep-Sound eigentlich. Ich sag Skrillex, weil er ja Dubstep berühmt gemacht hat. Aber es ist dieses... Aber auch rechts, ne?
Krass. Ja, und wir wissen auch, falls alle jetzt gerade in die Kommentare schreiben, dass Skrillex mit den Mädels auch einen Song hat. Hate. Hate, ja, wissen wir. Werden wir auch auf jeden Fall noch abchecken, aber bitte um Geduld. Kommt auf jeden Fall aber auch noch. Und Ist auf der Liste. ist auf der Liste, definitiv. Wir wissen das. Das ist jetzt, dieses Quietschende ist das, was wir vorher gehört haben, wo ich jetzt meinte, das sei ein Skrillex-Sound beziehungsweise ein Dubstep-Sound. Das ist natürlich ein Synthesizer, der ist jetzt hier eine Oktave höher. Eine Oktave heißt 12 Halbtöne höher. Richtige Booty-Shots, Alter. Ja, deswegen war ich gerade so. Sind wir in so einem Iggy Azalea hier? Video. Auch so kleine Sneak Peeks in die Crotch-Area. Ah. Ist auf jeden Fall dunkel. Also was ich sagen muss, die Boots von den beiden hinteren, die ich gerade sehe, sind sehr schön. Ja. Immer noch. Auch noch in diesem Jahr. Krass. Okay, aber das ist ja für Mode auch nicht so Ja, weil typisch. zum Beispiel die zweite von rechts, Ja. die sind so ähnlich wie Vêtement-Boots, die es jetzt wieder gibt. Ah, okay. Vom Schnitt her. Krass. Ja. Okay. Ist einfach schwarz. Ja. Krass, aber hier dann so ein kleiner Snare. Snare Fill-In. Warte mal. Ich habe an die falsche Stelle. Sorry, wenn ich so oft anhalte, aber ihr wisst, wegen Copyright und Analysen. Ihr habt euch beschwert, dass in den letzten Videos zu wenig angehalten, zu wenig erzählt wurde. Jetzt bin ich schon wieder im Vollmodus. Kriegt ihr es doppelt zurück. Selbst schuld. Es ist nicht mal Absicht. Den meinte ich. Weil der geht von rechts rechts nach links. Von rechts nach links. Hä? Der geht wirklich von rechts nach links. Ja, man hört ihn rechts. Wandert so. Ja, man hört ihn rechts zwar lauter, diesen Drum. Ich bin irritiert von diesen Hinterteilen. Man hört ihn zwar von rechts, also rechts lauter und dann, man hört ihn aber, dass er eben nach links geht. Das ist ja eine richtige Skandalgruppe. Man sieht ja in die Höschen fast. Krass. Sind die oder waren die so eine Skandalgruppe? Die sind ja schon gut unterwegs, so dafür, dass es eigentlich sehr konservativ ist in Korea, so das Frauenbild. Ja. Sind die ja schon sehr Nackedei und Booty-shakend unterwegs. Ja, hab ich auch gerade den Eindruck. Nicht, dass ich was dagegen hätte, versteht mich nicht falsch. Nee, aber es ist halt mal was Neues, ne? Nochmal was anderes wieder. Ja, definitiv. Ja, was soll ich sagen? Ja, genau, dieser Drumfill, den hört man rechts zwar lauter, aber wenn man genau drauf achtet und die richtigen Kopfhörer hat, den Link in der Beschreibung, hört man, dass es auch nach links geht. Der Riser hier wieder, ne? Dieser White Noise Riser, der dann in diesen kurzen Breakpart, Pre-Chorus vom Refrain einleitet. Dana schläft schon. Wieder die Claps, es geht gleich los. Boah. Techno, Kick. Den Teil fand ich jetzt irgendwie cool. Krass. Krass. Auch wieder so unerwartet, dass es so dahin geht, ne? Weil vorher war wieder fast Techno, EDM. Richtig hart. Und der Riser mit den hier so ein Glas zersplittern. Normalerweise macht man vielleicht so ein Becken, so ein Ksch oder irgendwas und die haben hier halt so ein Glas zersplittern. Habe ich übrigens auch mal in dem Beat gemacht. Ist sehr, sehr cool. Hat nämlich so einen ähnlichen Effekt, dass man halt denkt, oh, jetzt geht hier was los und kaputt. Also man muss einfach psychologisch auch überlegen, wenn normalerweise so ein Glas hinfällt und man das zerbrechnet, dann guckt man ja auch hin. Ja, also man benutzt das bewusst in der Produktion. Das ist nicht einfach random ausgewählt, sondern das sorgt direkt für die Aufmerksamkeit, dass man in dieser Stellung ist. Wie sagt man? Ja.
war halt, ja, krass. Und das halt, ja, was ist das denn für ein Instrument? Wieso gähnst du denn die ganze Zeit hier rum jetzt? Ich habe 2-mal gegähnt. Wir sind bei der Hälfte vom Video. Findest du langweilig oder was? Nee, aber es ist schon wieder spät. Ah, ja, seht ihr? Macht langsam schlapp nach 5 Wochen. Nein. Das ist halt so ein harmonisches Instrument, das so ein bisschen so Brass-mäßig klingt, also Bläser-mäßig. Haben wir auch schon bei dem einen oder anderen Jason Derulo-Song gehört vielleicht oder vor 10, 15 Jahren bei J-Lo sowas ähnliches, ist sowas in die Richtung, ja, also spielt aber auch genau die Melodie eben unten drunter von dem, was die Mädels oben drüber singen, so dass das halt auch irgendwie dann nochmal eingängiger ist und im Ohr bleibt. Boah, da passiert auch mega viel. Da sind dann noch ist so ein Orchestra-Hit, heißt das, wenn man so dieses, wie beschreibt man das am besten? Wenn man quasi, wenn ein ganzes Orchester einen Schlag macht, also einen Klang auf einen Schlag, ist ganz berühmter Begriff für so ein Sound Orchestra, also Orchester-Hit. Orchesterschlag auf Deutsch. Das hört man im Hintergrund. Das war früher so ein Sound. Ich glaube, in den 90ern hat man den sehr, sehr viel benutzt. Der war dann auch in diesen Synthesizer-Keyboards, also so Casio-Keyboards oder so, war da auch immer drin. Selbst bei Kinder-Keyboards hatte man einen Knopf dafür. Ah nee, der stammt aus den 80ern sogar noch. Was? Aus so einem alten Rechner. Da hat ein Programmierer hat den gesampelt von der Schallplatte und den irgendwie in den Rechner. Das ist eine ganz lange Geschichte. So genau weiß ich die auch nicht, aber auf jeden Fall gibt es einen ganz berühmten Orchester. Der ist hier nicht drin, genau der, aber so ein ähnlicher. Da gibt es natürlich viele, die über die Jahre haben das ja einige etabliert und die hat man viel dann auch im Hip-Hop benutzt. Ich glaube, ja, egal. Auf jeden Fall, ich will jetzt nicht zu weit ausfahren, aber der ist hier hinten drin. Das ist so ein... Wie soll ich den denn hier zeigen? Hast du gehört? Auch hier auf die 1. Vor allen Dingen auf dem rechten Ohr. Vor allen Dingen auf dem rechten Ohr hört man den. Jetzt war er nicht da. Als du ihn angezeigt hast. Also er war an der richtigen Stelle, aber der wurde nicht gespielt. Ja. Wow. Das ist auf jeden Fall Tempo ohne Ende hier. Krass. Ja, dieser Synthesizer, der im Hintergrund läuft, der dann so langsam reingedreht wird aus dem Hintergrund. Also wir sind eigentlich richtig mit EDM-Sounds hier unterwegs, die hier Alarm machen. Natürlich auch die Drums, die wieder schön schnell nach vorne gehen. Und dann hören wir sogar noch einen Flugzeugsound. What? Hast du beim ersten Mal nicht gehört? Nein, ich höre gerade gefühlt gar nichts. Ich bin so bei allem, was du sagst. Ja, also das ist ein Flugzeug-Sound, so ein Abflug- oder Landessound. Sie spricht natürlich auch davon, dass sie gerade irgendwie internationale Städte besucht. Und da passt das natürlich. Und das aber auch geil als Übergang halt, ne? Statt so einem White Noise Riser oder irgendwas ähnlichem. Wechselt auch die Seiten, ne? Also, ja, also guckt die Analysen wirklich unbedingt mit Kopfhörern. Wirklich, wirklich, kein Scheiß. Es müssen nicht unbedingt diese hier sein, aber wenn ihr mit denen, die ihr vielleicht habt, das, was ich sage, auch nicht hört, dann sind die Kopfhörer kacke. Dann müsst ihr euch doch die hier holen. Habe ich nichts gegen, sage ich nichts. Also. Ach, dieses Getwerke. Ich wollte eigentlich wissen, was für eine Jacke das hier ist. Visual Delight. Ja. Das ist, oder? Ja. Das ist ein L, ja. L. Zeigefinger, Daumen als L. D-E-L. Nee, hä? Ja, eben. Dann müssen I sein. Delight. Ja.
glaube es. Was heißt das? Keine Ahnung. Weil am Ende ist ja auch wieder ein L. Visual Deal. Naja, schreibt es in die Kommentare, falls ihr es wisst. Aber es hat mich erinnert an die Balenciaga-Sachen hinten mit dem riesen Patch. Mhm, mit so einem gelben Patch. Ja, mit so einem gelben Patch. Cool. Ne, ich werde genau der Pre-Chorus, wo dann schön harmonisch wird, da kommen die liegenden Pads, also die flächigen Sounds vom Synthesizer rein. Das Ganze wird aufgelöst mit diesem also so ein White Noise. Aber trotzdem, obwohl wir harmonisch sind und langsamer werden können, wollen, würden, hätten können, haben wir diese Claps drin, die hier auf die Achtel klatschen. Guck mal, sehr viele tragen Vans. Auf die Achtel klatschen und uns nach vorne pressen. Ja, krass, stimmt. Seht ihr die Akkorde? Oh, geiler Effekt. Wow, und die Snare ist super interessant hier, weil die hat sowas Bauchiges schon. Das war mein Stuhl. Okay. Ja, der quietscht ohne Ende, wie ihr mittlerweile auch schon wisst in den Videos. Der wird ausgetauscht, aber es dauert noch ein bisschen. Denn ist August erst oder so. Auf jeden Fall. Bauchig war. Bauchig, aber die klatscht so irgendwie ganz schön. Die hat so ein Zwischending zwischen, ich finde so persönlich würde ich sagen, tatsächlich hat so ein bisschen Hip-Hop-Charakter, so vom Sounddesign her, aber trotzdem noch irgendwie was Tanzbares, also eher so eine Dance-Richtung. Ja, es wirkt wie so eine Mischung aus einem Hip-Hop und einem EDM-Track. Ja, und eben die Snare, also wirklich nur die Snare, also die Trommel an dem Schlagzeug, die dieses, wo wir alle mal gerne zu klatschen, Sound macht, hat genau diesen Sound in sich. So verbindet das auch ganz gut. Das ist die Snare. Und nicht wundern, wir sind wahrscheinlich immer ein bisschen später, ja, weil hier ist so eine Latenz, eine Verzögerung im Video drin. Ich klatsche schon genau auf die Snare, aber ja. Krass hier der Subbass. Ich habe genau wieder an der richtigen Stelle. Der Subbass, der bekommt hier irgendwie nochmal so einen speziellen Sound, nochmal so obere Töne rein, so eine obere Harmonie rein, dass das so ein bisschen irgendwie interessanter, nochmal voller klingt. Das wird dann halt so ein bisschen angekratzt. So, ne? Sepa, ne? Krass, Alter. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich von allen Girl Groups und Bands bisher so ein sexy Video gesehen habe, aber Nee. also mit so viel Card war ja schon sehr. ja, aber so viel Popo hingehalte und so. Ja, es war eher so sensual. Ja. Und das ist jetzt wirklich so. S. Ich muss immer extra lauter machen, finde ich. Es war extra leise. Sehr cooler Sound. Aber es ist halt auch wieder eher so ein Dance-EDM-Sound, ne? Dieses, so als kleiner Übergang. Ich möchte gar nicht zurückskippen, weil es sonst so aussieht, als ob ich jedes Mal die A-Stellen hier raussuche.
Und jetzt ist nämlich diese Snare auch mehr wirklich so ein reiner Dance-Sound. Wobei zusätzlich halt auch noch Claps spielen zwar, ne, die hier die Achtel wieder klatschen, aber wir haben dieses das ist halt wirklich ein Becken wieder hier. Oh, geil. Das war ein geiler Vocal-Effekt hier, diesen ja. Oder was er da sagt. Ist so runtergepitcht und gechoppt? Wahrscheinlich runtergepitcht. Wahrscheinlich 2 Oktaven runtergepitcht und dann geschnitten und zusammengesetzt. Sehr, sehr geiler Effekt hier. Show. Wow, richtiger Abriss. Ein knalliges Finale auch noch. Krasse Nummer, aber. Jetzt weiß ich, warum sich das so viele gewünscht haben, dass wir es abchecken, weil das ist auf jeden Fall so eine Ansagenummer, würde ich mal behaupten. Oder? Ja. Vom Video her schon. Ist schon. Zeigen schon was. Ja, nicht nur zeigen, sondern ich meine auch wirklich, dass da echt. Also so wie die Hook ist schon ein rundes Ding auf jeden Fall gewesen. Kann man, also geht schon gut ab, finde ich. Ja, die Hook mega. Zwischendurch, wenn es so sehr krass Techno-EDM-mäßig wurde, war es mir persönlich zu viel, weil ich das halt nicht so gerne mag. Aber gerade die Hook dann mit diesem, was war das, wie so ein Saxophon-mäßiges, fand ich richtig geil. Ja. Ja, ist wirklich ab dem zweiten Part des Refrains kommt echt nochmal so ein Bassinstrument oder was so auch in den unteren Mitten irgendwie nochmal so voller macht. So ne, zu vorher. Ab jetzt. Genau. Ja, fett, nee, ich find's so cool, den Nummer. Eigentlich sind ja nur diese Aufbauparts, also der Pre-Chorus, eigentlich ist ja nur der relativ EDM-lastig, aber auch nicht so krass, finde ich, also geht noch. Ja, hier die Kick ist ein bisschen, die ist Techno aber schon fast. Die Kick klingt sehr nach Techno, ja. Frr. Ist auch krass. Ihre Haare, ne? Cool, aber ich find's cool. Ne, und hier ist auch, ach so, ja, habe ich gar nicht gesagt, hier ist so wie das Typische, dass man vorher das Gefühl hat, dass man sehr schnell ist. Ne? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So könnte man zählen. Ne? Also da haben die es wieder geschafft, wirklich wieder von diesem normalen Tempo auf das halbe Tempo zu switchen, wobei das Tempo das gleiche ist. Man nennt das, aber der Rhythmus verschiebt sich aber so, dass man das Gefühl hat, dass man im halben Tempo plötzlich ist. Halt, haben wir jetzt im K-Pop ja schon sehr oft gehabt. Ist halt sehr geil, ist halt sehr geschickt, weil man da eben genau diesen Genrewechsel machen kann zwischen einer Dance-Nummer und dann so ein Rap-Trap-Ding, so irgendwie, das geht halt perfekt, wenn man so zwischen 130, 140 BPM ist und da aufs halbe Tempo geht.
Man kann das auch bei 120 natürlich machen, aber dann ist man bei 60 BPM bei der Hälfte. Das ist so, ja, ein bisschen zu langsam dann, um da noch drauf zu rappen. Kann man schon machen, aber ja. BPM wisst ihr, ne? Beats pro Minute, das habe ich schon in einem oder anderen Video gesagt. Ansonsten, es kommt auf jeden Fall noch ein Grundlagenvideo, wo ich genau so Dinge erklären werde. Dana hat auch schon einige Begriffe aufgeschrieben, die ich erklären soll, auf die ich eingehen soll. Da wird so eine Videoreihe kommen, wo ich so Basic-Sachen mache. Und ich hoffe, von der Länge hat das euch wieder gepasst. Ich gehe aber mal ganz fest davon aus, denn der Timer hat gefühlt schon vor 10 Minuten gebimmelt. Ja. Und ansonsten, ja, wenn euch das gefallen hat, dann bestätigt das Ganze mit einem Abo bei mir hier auf dem Kanal und aber auch gerne bei Dana auf dem Kanal. Ja, und bei Instagram? Naja, das ist schon wieder zu viel verlangt. Abonnieren nicht vergessen, Glöckchen anmachen, es lohnt sich. Wir kommen gerne mal mit Überraschungsreleases. So wie heute haben wir zum Beispiel ein BTS Funny Moments Video heute mal spontan auf 21 Uhr mal wieder released. So, wir werden immer wieder mal so Sachen zwischendrin reinhauen. Deswegen lohnt es sich definitiv ein Glöckchen anzumachen, wenn ihr nicht das schon gemacht habt. Und ja, Abo, ne? Ja. Abo, Schmabo. Abo, Schmabo. Ciao, ciao.